Manchmal spreche ich über Dinge, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe. Den Ratschlag Dieter Nurs, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, schlage ich bewusst in den Wind. Denn wer die Fresse hält, stellt auch keine Fragen. Und welch besseres Motiv könnte es doch geben, Fragen zu stellen, als unwissend zu sein. Mich interessiert und Gespräche mit Freunden zeigten mir, dass ich da nicht der Einzige bin, was das sein soll. Dieses ominöse Phänomen Erleuchtung, das es im Buddhismus gibt, aber auch im Christentum als Erweckungserfahrung beschrieben wird. Es muss also etwas Wichtiges sein, das Erwachen zur Erkenntnis der Wahrheit. Besonders in Krisenzeiten, und darin befinden wir uns ja jetzt trotz des Abflauens der Corona-Wellen weiterhin. Persönlich bevorzuge ich den altmodischen Weg der Kontemplation statt den technologischen von WhatsApp und Co. Überschriften erzählen nicht immer die ganze Wahrheit. Andererseits findet man auf diese Weise nur viel weniger eindeutige Hinweise. Oft handelt es sich um Andeutungen, die man auf sich einwirken lässt, obwohl sie mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Am einfachsten sollte es sein, jene, die bereits erleuchtet sind, um Antwort zu bitten, um Licht ins eigene Dunkel zu bringen. Shunryu Suzuki wird als einer der wichtigsten Zen-Meister des 20. Jahrhunderts angesehen. Er migrierte von Japan in die USA, wo er das San Francisco Zen Center gründete, das bis heute besteht. Dort starb er 1971 an Krebs. Als ich ihm davon berichtete, meinte mein Freund Tobias, dann war er nicht erleuchtet. Eine noch lebende Zen-Meisterin wurde mit der Frage konfrontiert, wie sie auf einen gewaltsamen Angriff reagieren würde. Sie antwortete, ich würde es vermutlich mit der Angst bekommen und weglaufen. Ein dritter Zen-Meister aus Korea, dem ich bei einem Vortrag im Ruhrgebiet begegnete, berichtete, er habe sich angewöhnt, sich gleich nach dem Aufwachen schnell aufzusetzen, was bei seinem Besuch in Deutschland leider zu einer schmerzhaften Erfahrung führte, denn sein Bett befand sich direkt unter einer Dachschräge. Keinen davon habe ich übers Wasser wandeln oder Wunder vollbringen sehen. Stattdessen reagierten sie gestresst oder unachtsam oder mit Krankheit auf die Vorgänge um sie herum und in ihnen selbst. Das ist menschlich, erscheint aber auch ein bisschen unerleuchtet, wie Tobias meinte. Wer die Wahrheit kennt, kann sich doch nicht den Kopf stoßen. Oder etwa doch? Dingen, die wir nicht mögen, geben wir negative Bezeichnungen. Wer hat je einen Handwerker, der sich mit dem Hammer auf den Daumen schlug, etwas brüllen hören wie Sonnenschein oder Krokus oder Nachtisch? Die meisten bevorzugen dann doch fäkal geprägte Flüche. Wer begrüßt schon Schmerz? Den wollen wir doch am liebsten vermeiden, und dafür sind wir bereit, einiges zu tun. Airbags erfinden und Medikamente zum Beispiel. Doch was wäre ein Leben ohne Schmerz? Das Paradies? Fragen wir doch mal Familie Marsili aus Italien, denn die weiß ein Lied davon zu singen. Die Tochter beispielsweise brach sich beim Skifahren die Schulter. Sie bemerkte es erst einen Tag später. Ihrer Schwester erging es ähnlich, auch sie verletzte sich häufig und ignorierte die Verletzungen anschließend. Alles halb so wild. Ihre Kinder wiederum erlitten dann auch oft Verbrennungen, aber was soll's? Ist halt nur blöd, wenn Behandlungen zu spät vorgenommen werden. Also immer. Tja, Italiener kennen keinen Schmerz. Also zumindest für die Mitglieder der Familie Marsili gilt das. Das führt zu Unachtsamkeit, erhöhter Risikobereitschaft und Verletzungsanfälligkeit. Ihre familiäre Analgesie, also Schmerzunempfindlichkeit, beruht auf einer erblichen Mutation auf Chromosom 14. Trotz normal funktionierendem Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn, wenn man mal von der Wahrnehmung der Schärfe von Chilischoten absieht, können betroffene Menschen weder Schmerz noch Hitze wahrnehmen. Auch wenn es noch weitere genetische Veränderungen gibt, die Schmerzlosigkeit nach sich ziehen, muss man doch konstatieren, dass sie äußerst selten vorkommen.
Die Fähigkeit, Schmerz fühlen zu können, ist also so wichtig, dass sie durch die vielen Stufen der Evolution erhalten blieb. Das ist auch den vielen spirituellen Suchern nicht entgangen. Neben der Erleuchtung suchen sie auch nach der Bedeutung des so unausweichlichen Schmerzes. Sollte da womöglich ein Zusammenhang bestehen? Sind wir nicht mit einem Nervensystem ausgestattet, das uns bei der Berührung mit einer Herdplatte zurückzucken lässt, bevor wir überhaupt bewusst registrieren, dass sie heiß ist? Das uns bei jeder Gefahr aktiviert und alles tun lässt, um sie zu vermeiden, damit uns genau das zur Erkenntnis verhelfen soll? In vielen spirituellen Lehren jedenfalls wird Schmerz als ein Mittel zur Erkenntnis und zur inneren Transformation betrachtet. Durch das Durchleben von Schmerz und Leid können Menschen tiefe Einsichten gewinnen und persönlich wachsen. In einigen spirituellen Traditionen wird gelehrt, dass der Umgang mit Schmerz das Loslassen und die Akzeptanz fördern kann. Indem man lernt, den Schmerz anzunehmen und loszulassen, statt ihn ins Zentrum des eigenen Daseins zu stellen, kann man inneren Frieden finden und spirituelles Wachstum erleben. Ganz profan lässt uns die allererste Erfahrung von Schmerz bereits Verhaltensmuster der Schmerzvermeidung entwickeln. Das wollen wir nicht, das ist doof, das tut weh, das schränkt uns ein und manchmal kann es wirklich unerträglich werden. In unserer Dualität finden wir den Himmel schön und die Hölle entsetzlich. Ersteres wird mit Glückseligkeit assoziiert, letzteres mit Schmerz. Thich Nhat Hanh, der 2022 verstorbene vietnamesische Zen-Meister, lenkte mit seinem Ausspruch No Mud, no Lotus, also kein Matsch, kein Lotus, die Aufmerksamkeit auf die Verbindung dieser beiden Phänomene. And this sheet of paper, which has the left and the right. And we know that we cannot take the left out of the right and the right out of the left. And that is the teaching of interbeing in Buddhism. Interbeing means you cannot be by yourself alone. You have to interbe with us. The left has to interbe with the right. The left is not the enemy of the right. The left has to lean on the right in order to manifest herself. And the right has to lean on the left in order to manifest herself. So this is the mind of non-discrimination. But if we continue with our mind of discrimination, we distort everything. And last week we also learned that suffering and happiness, they are not enemies. Suffering is made of happiness, and happiness is made of suffering. If there is no suffering, there is no happiness. And if there is no happiness, there is no suffering. It's like the lotus flower and mud. If there is no mud, you cannot grow lotus. And the lotus stay there for some time and become the mud again. So looking into the lotus, you see the mud. And looking into the mud, you see future lotus. So suffering is like that. Someone who has the capacity to go back to himself and listen to his own suffering and look deeply into his suffering, he will be able to understand that suffering inside of him that carries with it the suffering of his father, his mother, his ancestors. And getting in touch with suffering inside helps you to understand your own suffering. And understanding suffering gives rise to compassion. And when compassion arises, you suffer less right away. Because you see the path of transformation and healing.
if you have understood the nature, the roots of your suffering, and then the path leading to the cessation of the suffering will appear in front of you. And having seen the path, you are no longer afraid. You know how to make good use of suffering in order to make happiness. Der Traum von der Erleuchtung, wie er durch westliche Gehirne spukt, scheint demnach wenig mit der Realität zu tun zu haben. Und doch hat er natürlich etwas äußerst Verlockendes. Alle Illusion aufgeben, die Wirklichkeit erkennen, wie sie ist und mit ihr Frieden schließen. Die Vorstellung, nicht nur mit sich selbst ins Reine, sondern auch mit seiner Umwelt zu kommen, weil man sie endlich versteht, würde das nicht die Welt verändern? Kein Wunder, dass ich mich auf die lang ersehnte und Anfang der 80er Jahre erstmals von der Flower Essence Society in Kalifornien hergestellte Lotus-Essenz stürzte. Patricia Kaminski und Richard Katz, die Hersteller dieser Essenz, schreiben ihr folgende Eigenschaften zu: expansive und integrative Spiritualität, Fähigkeit, vielfältige Lebenserfahrungen im Dienste der spirituellen Welt zu vereinen. Mir scheint, auch Sie bieten mehr Fragen als Antworten an. Wozu könnte man eine solche Essenz einsetzen? Sie schreiben, bei spirituellem Stolz, aufgeblasenem Selbstverständnis, Überheblichkeit und Abwesenheit von Normalität, Einfachheit und Bescheidenheit. Aber warum eigentlich Lotusblüte? Was hat es mit ihr auf sich? Der Lotus repräsentiert Werte und Eigenschaften, die im Buddhismus besonders geschätzt werden und wird als Metapher für spirituelles Erwachen und Reinheit verwendet. Weshalb das so ist, sollen folgende Eigenschaften deutlich machen. Natürlich zuerst einmal Erleuchtung. Die voll erblühte Lotusblume repräsentiert die Erleuchtung oder das Erwachen. Sie wächst in schlammigen Gewässern, in Teichen und Seen mit langsam fließendem Wasser. Obwohl sie im Schlamm wurzelt, bleibt die Blüte selbst stets über der Wasseroberfläche. Ähnlich durchläuft der spirituell Suchende verschiedene Stufen der Entwicklung. Wie die Blume ihre Blätter öffnet, um das Sonnenlicht zu empfangen, öffnet sich der spirituell Praktizierende, um das Licht der Weisheit und Erleuchtung zu empfangen. Das Wissen ist schon da, man bringt allein zum Blühen, was schon im Schlamm angelegt war. Der Grund dafür, dass man selbst es noch nicht besitzt, ist, man hat sich nicht dafür geöffnet. Das zu ermöglichen und zu fördern, wäre die oberste Aufgabe der Lotusessenz. Als zweites sei Mitgefühl zu nennen. In einigen buddhistischen Traditionen wird der Lotus mit Mitgefühl, Güte und Liebe für alle Lebewesen assoziiert. Die Lotusblume durchläuft einen bemerkenswerten Wachstumszyklus. Sie beginnt mit der Keimung im Schlamm, wächst dann durch den reinigenden Wasserbereich und schließlich erreicht die Blüte die Wasseroberfläche, wo sie sich zu voller Pracht entfaltet. Dieser Zyklus repräsentiert oft den spirituellen Weg vom materiellen Dasein zur Erleuchtung. Ihre Fähigkeit, aus dem Schmutz zu erwachsen und dennoch so schön zu blühen, symbolisiert eine Fähigkeit, die im Buddhismus ermutigt wird, nämlich Mitgefühl inmitten von Leiden zu kultivieren. Schließlich die Nichtanhaftung. Die Blätter der Lotusblume sind mit winzigen Härchen bedeckt, die Wasser abstoßen. Wenn Regen fällt oder sich Tropfen auf den Blättern ansammeln, rollen sie einfach ab und nehmen dabei Schmutz und Staub einfach mit. Diese selbstreinigende Eigenschaft symbolisiert im Buddhismus Makellosigkeit und Unberührtheit. Da die Lotusblume auf dem Wasser schwimmt, ohne nass zu werden, wird sie als Symbol für Nichtanhaftung betrachtet. Sie repräsentiert die Fähigkeit, in der Welt zu existieren, ohne von weltlichen Angelegenheiten negativ beeinflusst zu werden. Des Weiteren zeichnet sich der Lotus durch Langlebigkeit aus und verfügt über eine erstaunliche Lebensdauer.
Die Samen können über viele Jahrhunderte hinweg lebensfähig bleiben. Dies gilt als Symbol für spirituelles Durchhaltevermögen und Ausdauer. Überdies ist der Lotus vielfältig nutzbar. Sowohl Blätter als auch Samen sind essbar und werden in einigen Kulturen als Nahrungsmittel genutzt. Die Pflanze wird auch in der traditionellen Medizin verwendet. Sie soll unter anderem entzündungshemmende Eigenschaften besitzen. Darüber hinaus enthält sie Antioxidantien, die dazu beitragen können, Zellschäden durch freie Radikale zu bekämpfen und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Ihr werden des Weiteren beruhigende und stressabbauende Eigenschaften zugeschrieben und ihre Anwendung kann zur Entspannung beitragen. In einigen Kulturen wird die Lotusblüte auch in Hautpflegeprodukten verwendet, da sie als feuchtigkeitsspendend, beruhigend und hautstraffend gilt. Das ist allerdings nicht zu 100% wissenschaftlich abgesichert, sondern beruht auf den traditionellen Anwendungen. Nelumbo nucifera, die originale Lotuspflanze, ist auf jeden Fall sicher und das Schlimmste, was geschehen kann, ist, dass der erwünschte Effekt ausbleibt. Da es aber auch Arten gibt, die nicht zum Verzehr geeignet sind, sollte man sich da sicher sein. Im zweiten Teil des Lotusblüten-Videos schauen wir uns die Lotus-Essenzen ein wenig genauer an. Davon gibt es eine ganze Reihe und 7 wurden zu einem Set zusammengefasst. Von ihnen handelt das kommende Video.